Vorab, das ist das erste richtige Real Talk-Video, was ich mache. Das heißt, ich entschuldige mich schon mal, sollte es Coach werden oder auf irgendeine Weise unverständlich. Ich versuche mich mal, nur muss dies auch mal loswerden, beziehungsweise schaue ich, ob ich mich da auch irgendwie zu äußern kann. Vor allem, weil mich das auch annervt, das Thema. Zumindest manches davon. Und zweitens hoffe ich, beziehungsweise glaube ich, dass es kein Problem sein wird, wenn ich das Video von Technical mit reinschneide, weil er schrieb, dass es am nächsten Tag oder an 2 ungefähr auf Private gestellt wird. Sollte es nicht okay sein, dann kann ich es auch direkt auf Privat stellen, das ist kein Problem. Sonst kann ich direkt gleich mal anfangen. Zum ersten Punkt. Technical wird hier accused, dass er nur zum Schutze seiner Freunde argumentiert, nicht mit seiner eigenen echten Meinung und allgemein einfach nur alles versucht, um seinen Freund zu schützen, beziehungsweise dass er ja einfach nur, weil es seine Freunde sind, eben dafür argumentiert. The two people I have, like, thinking in my mind right now are two of my really good friends, so if you want to call me out for being biased or, you know, sucking them off, you know, don't do that, because I'm speaking my actual mind on this, and it's something that has gotten me to my breaking point, because I've dealt with the two of them ranting about it so much. That brings me to the next person I was talking about, another good friend of mine, another gang member, Golden. Now again, you want to accuse me sucking him off, being biased. I don't, just go ahead. It's not true. I'm not biased. I'm speaking my own thoughts, as I said before. Und das ist falsch, finde ich, da das direkt der erste Punkt ist, auf den man geht. Denn es ist auch bei großen YouTubern so, wenn man zum Beispiel als kleiner YouTuber einen großen kritisiert, dann wird direkt mit dem Finger auf einen gezeigt und wird gesagt, ey, du bist nur neidisch. Und das ist bei ihm so, er argumentiert, ja, es hat mit seinen Freunden zu tun. Jedoch wird ihm vorgehalten, ey, das machst du nur zum Schutz deiner Freunde, du bist gar nicht der Meinung, du sagst nur, damit du ihn beschützen kannst. Es gab ja auch noch das Problem, dass N-Pester accused wird, dass er Technical verwendet, um Views und Abos und so zu bekommen, was komplett blöd ist, weil wenn man befreundet ist oder wenn auch die Leute, die es geschrieben haben, falls ihr zuschauen solltet, falls ihr einen Freund habt, der zum Beispiel 2000 Abonnenten hat und ihr möchtet auch mit YouTube anfangen und macht beide was zusammen, weil es Spaß macht und ihr werdet jetzt accused, ey, du verwendest nur deinen Freund, damit du Views bekommst. Nein, es macht Spaß, ihr seid Freunde, ihr habt natürlich was miteinander zu tun und wenn der eine mehr Abonnenten hat, heißt es nicht, hey, ihr dürft nichts mehr miteinander zu tun haben, weil ihr ja nur möchtet, dass der andere mehr Abonnenten bekommt und dadurch, was weiß ich, mehr Geld oder so. Keine Ahnung, was die Leute sich darunter vorstellen. Dies ist grundlegend, finde ich, einfach eine Ausrede bzw. falsch, da es auch viele auch jener Person nicht zuhören, sondern eher nicht auf das Prinzip eingehen wollen, beziehungsweise auf das, was die Person sagt, was die Person möchte, argumentieren möchte oder dass die Person Spaß haben möchte, dass sie reden möchte. Es wird einfach darauf argumentiert, ey, du willst nur. Nein. Und natürlich, es gibt wahrscheinlich Leute, welche das machen, welche sich gegenseitig pushen oder so. Aber ich glaube, das von Technical und N-Pester halt wirklich nicht. Und wenn die es mehrmals gesagt haben, wird es höchstwahrscheinlich so sein, denn sie machen auch nicht den Eindruck. Und wenn sie Eindruck auf einen machen, kann man es einmal anbringen, sagen die was dazu. Und natürlich, selbst wenn die es jetzt machen würden, dann würden die nicht sagen, ja, wir machen das natürlich. Aber trotzdem kann man anhand der Antwort schon sehen, hey, die beiden machen das nicht, so wie Golden und Technical oder Golden und N-Pester etc. Die verwenden sich nicht gegenseitig, er schmeichelt sich nicht bei ihm ein, N-Pester verwendet ihn nicht und er verteidigt ihn nicht nur, weil er sein Freund ist. Ihm geht das Thema selbst gehörig auf den Senkel und das kann ich verstehen. Und da möchte er einfach seine klare Meinung zu angeben. Der zweite Punkt ist, dass ich auch meine Meinung zu den ganzen Bypass, Cheat oder kein Cheat anbringen möchte. Denn ich persönlich finde, ein Bypass ist ein Hilfsmittel, welches nicht gleichermaßen legit ist wie ein guter Bildschirm etc. und deswegen ein in dem Sinne Cheat ist. Jedoch kann ich den Grund verstehen, dass viele es verwenden oder es legit befinden. Die einzige Lösung, die mir jetzt gerade einfällt, um den ganzen Streit erstmal aus Eis zu legen, ist, dass dies mit dem Bypass getrennt abläuft. Es gibt die eine Seite mit dem Bypass, dafür gibt es dann auch ein First Victor und die ganzen Prozente. Und dann gibt es noch für die, die keinen Bypass verwenden, einen First Victor etc., dass es getrennt abläuft, damit keiner sagt, ey, der ist jetzt der allgemeine First Victor. Nein, ist er doch nicht, er hat Bypass verwendet, sondern die Leute, die einen Bypass verwenden und dafür sind, haben einen First Victor und die Leute, die keinen verwenden und finden, dass es Cheaten ist, haben auch einen First Victor. Dass es getrennt abläuft und für beiden einen First Victor gibt, sowie eine getrennte Liste von Leuten, die am meisten Prozente haben, wie weit sie sind, wie gut sie sind, etc., dass es ein bisschen anders gehandhabt wird. Das dritte und letzte Thema
ist etwas, was Technical eigentlich schon sehr gut formuliert hat, was ich hier eben einfügen werde. The stuff he's been getting in DMs, that's a problem. This is a huge problem. Okay? Apparently, he's been getting DMs about N-Swish beating it in significantly lower attempts than him, people making fun of him, people actually giving him hate over it because he took a lot more attempts than somebody else who just simply beat it and took a lot more time. Why? Why does it matter how many attempts it took somebody to beat something? Why does it matter that Nob took 121,000 attempts to beat Bloodless? Why does it matter that Nepesta took 67,000 attempts, or about, I have no idea the exact number, to beat Deimos? Why does it matter that he also took 28,000 attempts to beat WoW? Why does this stuff matter? Why does attempts count matter? And also, why does, like, the length of time matter, too? Like, why does it matter so much to people to the point where they're actually willing to send hate to people who take more attempts on a level than somebody else? Why? Like, that's just why? Just don't do that. Just let somebody beat a level, verify a level, whatever, on their own without being pressured. Seriously, that Technical's gonna beat it first and he's gonna beat it in such a small amount of time. Doesn't matter. Why does it matter if somebody else, regardless if it's me or somebody else, why does it matter if somebody else is going to beat it in a smaller amount of attempts or a shorter amount of time? It does not matter. It does not matter. Everybody has their own skill sets. That's not even like a big point to it. Just be respectful of somebody trying to do something. They're working hard. Und nämlich, es ist nicht wichtig, wie viele Attempts man braucht, wie viel Zeit es braucht. Es geht um den Meilenstein, den die Person hat und dass die Person den Meilenstein schaffen möchte, dass man der Person kein Hate zeigen soll, dass man die Person nicht runterziehen soll, sondern dass es für die Person besonders ist. Und selbst wenn man nicht möchte, kann oder will, dass der Person dieser Meilenstein gelingt, man es entweder ignoriert oder trotzdem ein GG abgibt, wenn man über seinen Stolz bzw. über die Ignoranz oder was auch immer einfach hinwegschauen kann. Bedeutet, in Kurzform, sollte eine Person das schaffen und man möchte nicht, kann nicht oder will nicht, dass die Person den Meilenstein schafft oder dass man möchte eher, dass eine andere Person das hat, dann ignoriert man es. Allerhöchstens disliked man das Video. Dafür ist es da. Wenn einem das Video nicht gefällt, disliked man es. Sonst keine Negativität am besten in den Kommentaren verbreiten. Und sollte einen das freuen oder sollte man die Person mögen oder schauen oder verfolgen, am besten Positivität verteilen. Man sollte ihr Glück wünschen, ein GG schreiben, dann ist es ein Meilenstein für diese Person. Und wie zum Beispiel in Pester, wo auch ziemlich viel Drama war, dass es andere schneller geschafft haben, wenn auch mit Bypass als er, war es für ihn trotzdem ein sehr großer und schöner Meilenstein, den durch Thruster überhaupt möglich wurde und seine wertvolle Lebenszeit damit investiert hat, dies zu schaffen und zu präsentieren und sich selbst vielleicht nochmal was damit zu beweisen oder seine Fähigkeiten weiter auszubauen. Und mein Schlusswort erstmal für dieses Video, was Technical ebenfalls sehr gut formuliert hat, ist: Zeigt Respekt für die Leute, die ihre Zeit dafür nutzen und Level verifieren oder schaffen, die Meilensteine sich erarbeiten oder versuchen, ein Level für andere auf die Beine zu stellen bzw. öffentlich zu machen. Und bitte verteilt keine Negativität in den Kommentaren oder sonst irgendwo. Wenn ihr wirklich sauer oder traurig oder entsetzt seid, allerhöchstens bitte ein Dislike. Und sonst bis später.